Wir verlassen die Husky-Farm von Uschi und Steffen und fahren Richtung Süden. Weil wir die letzten 3 Tage keine Entsorgungsmöglichkeit hatten, wird es Zeit, wieder mal einen Campingplatz aufzusuchen. Wir haben uns für Kohlgarden Camping bei Wilhelmina entschieden, ein sehr schöner und gepflegter Campingplatz. Vom Campingplatz in Wilhelmina fahren wir zum Döderfallet, dem toten Wasserfall. Hallo, wir sind am Döderfallet. Dieser auf Deutsch tote Wasserfall ist mahnendes Beispiel dafür, was passiert, wenn der Mensch in grenzenloser Selbstüberschätzung meint, er könnte die Natur beherrschen und die Natur zeigt ihm dafür den Daumen. Ja. Hier unten brauste einst der mächtige Wasserfall Gedungsen. Der Wasserfall war der Abfluss des Indalselben aus dem See Ragundersjön. Mit zunehmender Bedeutung der Forstindustrie zum Ende des 18. Jahrhunderts wurde der Wasserfall zum Hindernis für die Flößerei. Und so kam der Kaufmann Magnus Huss auf die Idee, den Fluss am Wasserfall vorbeizuleiten. Es wurde seitlich des Wasserfalls ein Kanal gegraben. Doch man unterschätzte den Druck des Wassers im See. Und so brach der See in der Nacht vom 6. zum 7. Juni 1796 in einer 15 Meter hohen Flutwelle durch den unfertigen Kanal. Innerhalb von nur 4 Stunden lief der gesamte See leer und der Wasserfall versiegte. Wie durch ein Wunder kam bei dieser Katastrophe kein Mensch zu Schaden. Heute kann man auf einem Bohlenweg das Gebiet um den ehemaligen Wasserfall erkunden. Leider wurde dieser bei unserem Besuch gerade neu angelegt und wir konnten nur ein kleines Teilstück begehen. Aufgrund der positiven Rezession bei Park4Night hatten wir uns im Scandi-Camp bei Gastjö angemeldet. Leider wurde uns vor Ort mitgeteilt, dass das Camp aktuell geschlossen hat. Die mir erst spät am Vorabend zugeschickte Mail hatte ich nicht mehr gelesen, da ich im Urlaub selten online gehe. Also hieß es weiterfahren und eine andere Übernachtung suchen. Leider gibt es ausgerechnet in diesem Gebiet sehr wenige davon und so mussten wir 70 Kilometer weiterfahren.
weil wir nach unserem Reinfall mit dem Döderfallet hier auch keinen Campingplatz gefunden haben und keinen vernünftigen Stellplatz, sind wir in, ich glaube Brecke heißt der Ort, auf einem Wohnmobilstellplatz, der sehr schön gelegen ist. Der liegt zwar in der Nähe der Bahnlinie, aber ich denke mal, das ist das kleinere Problem. Ich zeige euch mal den Platz. Von dort oben fährt man rein. Hier stehen wir bis jetzt noch ganz alleine, direkt am Wasser. Wenn es warm wäre, könnte man sogar baden gehen. Wunderschön gelegen. Der Platz kostet 200 Kronen. Man kann per PayPal überweisen oder in bar bezahlen. Da muss man jemand anrufen. Der Herr kam auch ziemlich schnell. Und man hat hier Stromanschluss, Toiletten, Duschen, kann die Chemietoilette entleeren, kann Trinkwasser auffüllen und eine Abwaschgelegenheit ist auch da oben in dem kleinen Sanitärgebäude. Und wie ihr seht, man ist ja dicht an der Bahn. Aber ich denke mal, das wird uns nicht stören. So schöner kann ein Campingplatz eigentlich auch nicht liegen. Im Servicegebäude sind 3 Toiletten und 3 Duschen. Wir stehen da ganz hinten. Genau, da hinten stehen wir. Ja, endlich haben wir mal wieder einen warmen, sonnigen Tag, keinen Wind. Wir sind ja auch nur wieder Richtung Süden unterwegs. Der Stellplatz hier im Brecke ist wirklich wunderbar. Wir standen hier ganz alleine und manche schrieben bei Park4Night, dass die Bahnlinie stören würde, die hier dicht dran vorbeigeht. Kann ich nicht bestätigen. Also ich habe nachts einen Güterzug gehört, ansonsten war Ruhe. Ja. Und die Ansage vom Bahnhof, die hört man auch, aber ab 11 hat da auch keiner mehr eine Durchsage gegeben und früh die erste Durchsage habe ich auch erst um 8 gehört. Also wir haben wunderbar geschlafen. Falls ihr im Hintergrund ein bisschen Musik hört, das liegt daran, diese Woche ist hier in Schweden praktisch so eine Art Spring Break und da sind Studenten, die feiern, die hübsch anzusehen in ihren Uniformen. Die haben aber erst heute früh um 9 angefangen, also die Nacht war Ruhe. Haben wir jetzt beim Frühstück ein bisschen Unterhaltung. Ja, jetzt lassen wir uns erstmal unser Frühstück schmecken. Genau. Der See so schön still und dann dieser Krach. Aber wir fahren ja gleich weiter. Das ist hier der Bereich für die Wohnmobile. Und hier drüben ist der öffentliche Parkplatz, wo halt auch die Studenten feiern. Jetzt sind sie gerade alle weggefahren, jetzt ist Totenstille. Eine gute Stunde ging die Beschallung, jetzt ist wieder Ruhe. Aber wir fahren ja jetzt sowieso weiter. Und da drüben ist das Bahnhofsgebäude. Wie gesagt, man hört die Durchsagen. Aber das hat nachts uns jedenfalls überhaupt nicht gestört. Also ich denke mal, nachts fahren hier auch keine Züge, da gibt es keine Durchsagen. Weil uns der Weg zu unserem nächsten Ziel, dem Helvetisfallet, als Tagesetappe zu lang wäre, machen wir Station auf dem Snörbo-Rastplatz bei Kabyle und verbringen dort einen gemütlichen Nachmittag bei herrlichem Sommerwetter, um am nächsten Tag entspannt weiter zum Helvetisfallet zu fahren.
Vom Parkplatz hinunter zum Wasserfall sind es etwa 200 Meter. Über eine Hängebrücke gelangt man auf eine Insel in der Mitte der Stromschnellen. Der Helvetesfallet, zu Deutsch Höllenfall, ist eine vom Fluss Öhman gebildete Schlucht. Die Schlucht hat etwa 30 Meter hohe steile Felswände. Die letzte Treppe, dann geht's wieder hoch zum Parkplatz. Kann man sehen, ja, denke schon. Na dann. Auf geht's. Ich habe jetzt schon keine Puste mehr. Weiter geht es vom Helvetesfallet nach Tällberg am Siljansee. Wir befinden uns im sogenannten Siljanring. Deutlich ist diese geologische Struktur aus dem Weltraum zu erkennen. Der Siljanring ist ein prähistorischer Einschlagskrater in Dalarna in Mittelschweden. Er ist einer der 15 größten bekannten Einschlagskrater der Erde und mit einem Durchmesser von etwa 52 Kilometer der größte in Europa. Vor etwa 370 Millionen Jahren schlug hier ein 5 Kilometer großer Brocken ein. Der Siljansee nimmt einen großen Teil des südwestlichen Randes des inzwischen stark erodierten Kraters ein. Ja, wir sind hier am Siljansee. Das war auch, ja, wahrscheinlich mehr mein Wunsch, hierher zu kommen. Ich wollte einfach mal an diesem See sein. Und hier ist es mit Stellplätzen, also mit Freistehen ganz schlecht. Deswegen haben wir zähneknirschend hier auf einem Campingplatz eingecheckt. Ja, dummerweise ist auch Wochenende und schönes Wetter. Hier wird sogar gebadet. Der See hat 15 Grad. Ja, kann sein, stand ja. dran. Die Schweden sind ein bisschen härter als wir. Jedenfalls ist hier richtig Trubel. Wir werden den einen Tag hier überstehen. Wir fahren morgen weiter. Aber ist natürlich ein Traum, hier an diesem See zu sitzen. Ja. Trotz allem, und wir blenden den Rest aus. Wir machen das Beste draus. Ich mache jetzt hier auch keine Dokumentation über diesen Campingplatz. Es ist einfach ein voller Campingplatz. Kann sich jeder was drunter vorstellen, muss ich euch nicht zeigen. Ich kann auch nicht filmen, ist ja voller Leute. Ja, und in dem Sinne, jetzt gönnen wir uns erstmal ein Radler. Genau. Am nächsten Morgen fahren wir zum Springkellern.
Hier im Siljanring wurde bereits im 18. Jahrhundert etwas Erdöl gewonnen. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden wieder Hoffnung auf große Mengen Öl in der Tiefe geweckt. So wurden Mitte des 19. Jahrhunderts hier in der Gegend 3 verschiedene Unternehmen gegründet, die mit Bohrungen in den Felsen nach Öl suchten. Es wurden jedoch keine größeren Lagerstätten gefunden. Ölbohrungen waren für die Einheimischen jedoch ein lukratives Geschäft. Und so wird erzählt, dass Kerosin in die Bohrlöcher gegossen wurde, um bei den Unternehmen die Hoffnung auf größere Ölfunde aufrechtzuerhalten. Eine der Firmen begann hier im April 1869 mit den Bohrungen. Sie fanden nur geringe Mengen Öl, stießen aber stattdessen auf eine sehr starke Quellader aus Wasser. Dieses Bohrloch wurde zwar wieder provisorisch verschlossen, aber der Druck des Wassers ist so stark, dass hier seit 1868 das Wasser aus der Erde sprudelt. Im Winter friert die Quelle ein und erzeugt eine ungewöhnliche säulenartige Form aus Eis. Und hier gibt es eine Schutzhütte mit Feuerstelle und Holz, eine Sitzbank. Man ist hier am Fluss. Wir haben auch heute Nacht offenbar 2 junge Leute gezeltet. Da vorne steht das Zelt. Ein ganz idyllisches Plätzchen hier. Nur circa 20 Kilometer weiter findet man den Stückforsen. Es geht hier ziemlich steil runter und es liegt auch ein Haufen Split auf der Fahrbahn. Wäre mit einem Wohnmobil gar nicht so prickelnd zu fahren. Der Parkplatz hier ist nicht allzu groß, aber im Moment leer. Aber wir sind unten, oben, wir sind jetzt unten oben auf dem Friedhof stehen geblieben. Da steht man mit einem Wohnmobil ganz hervorragend. Und das ist hierher dann nur 1 Kilometer zu Fuß. Hier ist dann der Eingangsbereich für dieses kleine Naturreservat. Ein gut ausgebauter, ca. 1,5 Kilometer langer Rundweg führt um den Wasserfall. Der Stückforsen ist 36 Meter hoch. Viel Wasser führt er nicht, also spektakulär sieht er nicht aus, aber die Natur drumherum ist wunderschön.
nächsten Teil genießen wir unter anderem den Sonnenuntergang am Vettern und wandern durch die Skurugata-Schlucht.